zurück. Ich hatte gerade einige kleine technische Ingame-Probleme. Nichts mehr angezeigt, wurde angezeigt, dass ich Sachen verwenden kann. Aber es kam kein Text dazu. Ich will jetzt gleich mal schauen, ob sich das jetzt durch den Neustart des Spiels geändert hat. Dass es unter Umständen Probleme mit Trophäen gab, auf dem PC mit Errungenschaften über Steam. Aber hier nochmal rangehe. Ja. Das ist nichts aus einem Schloss, ja. Das wurde mir nämlich eben alles nicht angezeigt. Also der Laser schneidet nicht, das Wasser bringt auch nichts. Dann schauen wir jetzt nochmal hier nach. Versuchst eine Verbindung mit Birdfriend herzustellen, doch es klappt nicht. Muss ich irgendwo ein anderes Bein? Was ist das? Ist doch hier ein... Ja, das ist ein linkes Bein. Vielleicht muss ich irgendwie das andere Bein entfernen oder so. Ich gehe jetzt nochmal an die Tafel hier. Steckst den Eispickel in eines der Löcher des Schädels und suchst nach einer Feder, die aber nichts ergibt. Versuchst den Laser in die Augenhöhlen oder die Nasenlöcher zu stecken, doch die Öffnungen sind zu klein. Versuchst das Medaillon irgendwie unterzubringen, doch vergeblich. Vielleicht muss ich es hier unterbringen. Schlägst dagegen, nur falls es einen Hohlraum geben sollte, doch es gibt nichts. Und dann hier, weil irgendwas mit Boden. Du schlägst dagegen. Schlägst dagegen. Das rote Licht des Laser. Nichts Neues. Das habe ich eben schon gesehen. Das Wasser bringt auch nichts. Ah, hier. Das hatte ich noch nicht gesehen. Die dunkle Galerie am Ende Mole Schmiere steht. Vorkolumbianische Kunst. Violetta, das spanische Wort für Veilchen und gleichzeitig Frauenname. Eine Karte, hier liegt das Risiko, ein Ass, sie fällt gerne auf. Herzen, Liebe. Vielleicht ist dieser Drache das gängigste Tattoo, das sie hat. Dream, Past, Present, Future, also
Zeitraum Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Ist die etwa damit gemeint? Ist nicht der erste von Paulins Ex-Partnern, der sich das Wort hat tätowieren lassen. Was steht denn da? Man weiß es nicht. Sehr hübsche Schuhe. Sehen bequem aus. Vielleicht noch mehr als deine. Jetzt haut sie wieder ab. Ich wollte noch einige Dinge erfahren. Ich gehe her. Maul kann definitiv klettern. Vielleicht kann sie ja das Seil irgendwo einsetzen, wo du nicht hinkommst. What's the matter? Problems? Yeah, maybe. What I'm looking for may be beyond the fence. Do you know how to open it? Nope. I tried once, but who cares? I know you don't talk a lot to Pauline, but has she told you anything these past few days? Pauline? To me? No, come on. We weren't close at all in the old days, and it's rained a lot since then. Moreover, the group gave me the cold shoulder when I joined the Catacops, but Pauline had already left before that. You didn't even raise an eyebrow when Boris said happy birthday. I've been putting him off ever since I gave him my number at that party. Fucking alcohol, I was smashed. Man, he's really nuts. Today he called about work, so I didn't give him hell. Thanks for the headlights. I didn't tell Boris to bring them, because, well, it's obvious. But then I bought them because Boris is just not obvious. You said that the Catacombs police will come in... 1 hour, maybe less. That is in case they haven't changed the schedule since I left. Why did you join the Catacombs? Money. I know. Bizarre for someone who did the same kind of things that Pauline did as a teen. The rest of the gang found it weird, too. Fuck them, big time. Boris told me they kicked you out of the Catacombs. Some things never change, like me. What did change was the nose of the cop who messed with me. Are you sure you haven't seen the medallion symbol in any other place? Not at all, but this is the only place I noticed it. And I know the tunnels like the palm of my hand. Okay, the Catacombs will be patrolling the area you're searching in a little more than 1 hour, if they haven't changed their route. Boris told me that you work as a tourist guide here in the Catacombs. Always answering the same stupid questions. So the skeletons weren't here originally? Stupid question number 1. They brought them here between 1786 and 1788 because some Paris cemeteries were overcrowded. Parisians love to die beyond their means. What do the Nazis have to do with these tunnels? Stupid question number 2. But anyway, those bastards built a subterranean bunker among the tunnels, some 6 kilometers away from here. The cool thing is, they didn't know that the resistance was using the very same tunnels to escape. They celebrated black masses here? Stupid question number 3. Congratulations. But yeah, there are some remains in some of the tunnels. You didn't find a Y-shaped symbol among them? No, no way. Which joke do you mean? Hey look, it's my grandpa. Always the same lunatic with the same nonsense. The worst thing, it always works. People laugh their asses off. Bye bye. Also ich gucke jetzt mal hier nochmal, vielleicht könnte das Bein irgendwie abnehmen. Sein eigenes Seil und scheint nicht noch mehr zu brauchen. Nachdem du herausgefunden hast, dass der Laserpointer nicht in die Augenhöhle passt, hast du die richtige Stelle dafür gefunden.
dass du dich irrst. Gefolge scheint deinen Geschichten wirklich gut zugehört zu haben. Das hier jetzt auch machen. Herausgefunden hast, dass der Laserpointer hast du die richtige Stelle dafür gefunden. Den roten Strahl mit dem Medaillon ab, doch es passiert nichts. Okay. Ich nehme das Ding dann mal wieder raus eben. So, dann wieder auf die andere Seite. Schließen bitte. So. Die Skala, Symbol ewigen Wissens und Lernens. Schließen. So. Ist etwas Wasser auf den Boden, um die Erde anzufeuchten. Reißt den Boden mit Wasser auf. Gräbst mit dem Eispickel und steckst deinen Finger in das Loch und ziehst, doch da rührt sich nichts. Mhm. Nun, da der Zapfen so weit oben wie nur möglich ist, was jetzt? Sehr dich auch bemühst, das Medaillon passt nicht in den Zapfen. Feucht genug. Und du auch bist, der Zapfen scheint seine maximale Höhe erreicht zu haben. Okay. Dann lass du mal raus. Dann muss ich das hier jetzt doch auch nochmal machen. Stange. Den Laserpointer wieder raus. Kann ich den Laserpointer hier auch noch benutzen? Kann ich hier jetzt das Seil benutzen? War ich genug? Oh. Anders. Du schiebst den Stab durch das Loch eines der Zapfen, dann durch den anderen Zapfen. Scheint sich etwas zu drehen. Wenn du ihn nicht allein bewegen kannst, findest du dich an Boris, der dir zum ersten und vermutlich letzten Mal hilft.
Warum tauchen überall, wohin es dich in Jahrhunderten verschlägt, immer wieder Brunnen auf? Das Ding nach unten werfen, um dir anhand des Geräusches eine Vorstellung von der Tiefe zu machen. Doch was ist, wenn du das Ding später nochmal brauchst? Tastest mit dem Stab, doch der Brunnen ist noch tiefer. Mit dem Seil, doch der Brunnen ist noch tiefer. Warum liegt das auf dem Boden? Ist dein Besitzer in den Brunnen gefallen oder ist er einfach nur vor lauter Angst gefangen? Gut, die Fackel mitnehmen. Hier noch eine. Fragst dich, wann sie wohl das letzte Mal gebrannt hat. Jetzt brauche ich wahrscheinlich blaues Feuerzeug. Noch eine Fackel. Die scheint ziemlich fest an der Wand angebracht zu sein. Wie Licht diese Ringe wohl tragen kann. Müsste ich die an der Wand befestigten Ringe, an denen die Ketten einer Inquisitionszelle hingen. Vielleicht war daran mal eine Art Handlauf befestigt. Keine schlechte Idee, weil er durch die Ringe zieht, hat man so eine Art Handlauf, an dem man den Brunnen überqueren kann. Doch da beißt sich die Schlange selbst in den Schwanz, denn du bräuchtest den Handlauf schon, um die am weitesten entfernten Ringe zu erreichen. Zu dumm, dass du nicht klettern kannst. Ja. Vielleicht fange ich hier an. Das Seil, wenn du klettern könntest, dann könntest du das Seil durch die Ringe ziehen. Mit einer Hand. Aber ich weiß ja, wer klettern kann. Das wird wohl eine Zwischensequenz sein, die ich jetzt nicht abbreche. Okay. Da der Weg zerstört ist, muss er einen anderen Weg dorthin finden. Dann machen wir das. Ich brauche erstmal ein Feuerzeug hier. These pivots on the ground, I'm trying to raise them up. Are you getting used to that light? Sure. Why do you ask? Now I'm afraid of them. Can you lend me the lighter? Okay. But if you lose it, don't blame me for lending it to you. Du kannst dich nicht mehr entsinnen, wann du ihm Boris geschenkt hast, wie bei so vielen anderen Sachen, an die du dich nicht erinnern kannst. Keine Frage, die beiden Sachen funktionieren zusammen. Die Frage ist nur, wo. Ja, hier anscheinend nicht. Vielleicht kann ich jetzt da runter gucken. Jetzt fällt es dir wie Schuppen von den Augen, was du in der Catway Station aufgebaut hast. Inklusive des Brunnens der Wahrheit war nur eine Kopie des Kellers von St. Fergus. Und
schon nur nach unten werfen, um den Boden auszuwerfen. Das war einfach nicht hell genug. Dann ist die Fackel mit dem Feuerzeug und... Ja, gar nicht. Oh, schön. Reduziert den Boden des Brunnens. Die haben wirklich keine Mühen gescheut, um den Vertrag auf eine Art und Weise zu verstecken, dass du ihn wiederfinden kannst. Okay, dann muss ich ein Mayday machen. Guten Abend. Viel Spaß beim Zuschauen. I opened the fence, but to progress any further, we'd have to walk over a broken walkway and a well. Maybe you could pass a rope through the rings, then I could cross safer. I lit the well. It's about 15 meters deep. Well, it seems you're on the right path. Let's go. There you go. Hey, don't die, okay? Okay. Kerzen sind genauso wie die. Erst sind sie an, dann macht man sie aus, dann wieder an. Sie sterben und erwachen zu neuem Leben. Doch das Wachs wird immer weniger. Was wäre, wenn du nur begrenzt oft sterben könntest? Oh je. Was wäre, ja. Sind jetzt gerade ein Teil schon mal erledigt. Was haben wir hier? Endlich ein neues Symbol. War das vielleicht der falsche Weg? Vielleicht nicht daraus. Du richtest den roten Strahl in die Mitte des Dreiecks, doch es passiert nichts. Ah. Medaillon passt in das Dreieck. Das passiert nicht. Versuchst es zu drehen, doch dazu braucht es mehr Kraft. Okay. Schauen wir erstmal weiter. Halt, die Hölle wartet jenseits des Königreichs des Todes. Schau ich mich erstmal weiter um. Schaust dich selbst an und siehst Miguel de Fuentenegra, den Sohn des Teufels und Gefangener der Inquisition. Du bist immer noch der gleiche Mann, der dieses Medaillon geschmiedet hat. Ist Wissen immer noch dein großes Ziel, oder würdest du alles darum geben, in Frieden dein Leben führen zu können? Wer weiß schon, was deine folternden Hände mit hätten anstellen können. Der Stab erinnert dich an den du vor Jahrhunderten heiß gemacht hast, um diesen armen Keiler aufzuwecken.
Erinnert dich an die Schaufensterpuppen, die du als Joke in der Catway Station aufgestellt hast, um dir dann vorzustellen, sie seien Mitglieder des Orden des Fleisches. Okay. Lampe. Was da drunter? Nee. Scheint ihren vorherigen Besitzer nicht zu erleuchten. Und er hat ja eh, was die Augen angeht, eher schlechte Karten. Okay. Oh, anscheinend überlassen die hier nichts dem Zufall. Ach so, da ist wieder so ein Zeichen. Muss ich da jetzt mit dem ran? Kann ich die noch entzünden vielleicht? Nee. Gut, dann gucke ich mir das Ding hier mal an. Dear Deacon Iago, if you are reading this, my suspicions were right. You transmuted. And if you've managed to get here, then the Order of Iago is not as safe as it needs to be. Now it's your turn to protect the treaty of the flesh. I think of you as a demon redeemed for the divine cause, like a new St. Paul, and I congratulate myself on having caused that redemption. You not only saved me, but also gave a new meaning to my existence. I pray that I'm now giving a new meaning to yours. May God be with you, my friend Iago. Fergus Quinlan, Rome, October the 27th, 1558. Gut, dann gehe ich jetzt nochmal hier rein. Medaillon passt in das Dreieck, doch es passiert nichts. Ja, jetzt aber vielleicht. Jetzt wäre die Power zum Drehen halt. Come on, the catacombs are about to come. Let's move, Boris. That's what you were looking for? Yes. Hi, dear. Amanda? You? I lost track of you in New York, but thanks to your friend Cell, I was able to track you down. Now, you'll let us tie you up, you'll get on the boat, and if you try anything, he dies. Is that okay? Ja, ist okay.
Wie kann er das denn öffnen? Wie hat er das denn gemacht? Lässt das vollste Instrument los, um ein anderes zu nehmen. Ach so. Okay. Das Messer. Um starken Geruch nach Fermentierung nachzuurteilen, musst du in einem Weinkeller sein. Was ist er denn hier noch? Das ist der andere. Du spürst, dass noch etwas im Raum ist. Es atmet kaum und hat einen extrem langsamen Puls. Ist das etwa Chines? Könnte Chines sein, ja, das ist so. Du sollst vor Erleichterung auf, als du Schnarchen hörst. Boris ist noch am Leben. Erinnerst du dich an ein ähnliches Folterwerkzeug aus deiner Zeit als Henker? Ein kleines Messer, um Gefangenen die Lider zu zerschneiden. Oh, lecker. Wo du es manchmal dazu benutzt hast, um Gefangenen kleine Schnitte zuzufügen, die Venen und Arterien herauszuziehen, um sie dann zu verknoten. Sehr lecker. Kann ich das jetzt benutzen? Du könntest das nach Boris werfen. Doch er vermutlich genauso verschnürt wie du. Doch er ist. Ja, da sind wieder die kleinen. So, kann ich denn das? Was sind das alles für Sachen? Das dünne Ende steckt man dem Gefangenen in den Gehörgang, um dann auf der anderen Seite siedendes Öl hineinzugießen. Da kocht das Hirn. Okay. Das klingt sehr vielversprechend. Gucken wir mal, was die anderen Sachen hier noch so sind. Pack das mal zurück. Dieser spezielle Gegenstand ist ideal, um in die Harnröhre eingeführt zu werden. Ja. Was ist das hier für ein Schniedel? Ein kurzer Blick ins Innere sagt schon alles. Allein der Gedanke ist schon schmerzhaft. Ja, würde ich auch sagen. Ein Nussknacker vielleicht. Dieser Ring wurde nach und nach immer strammer und das Glied eines männlichen Gefangenen gezogen, was zu hervorragenden Ergebnissen führte. Da bin ich mir nicht so sicher. Also nehme ich doch wieder das Messer, oder was? Kann ich das
was hier hinwerfen. Schmutzgeflaschen in den Händen zu werfen, ist recht schwierig. Und du weißt ja, ob das Freund oder Feind ist. Ach, jetzt weiß ich hier. Dreieck muss ich drücken. Der Geschmack des dreckigen Lappens hat dir den Mund ausgetrocknet. Wenn du nur wenigstens etwas trinken könntest. Die Augenbinde nochmal. Nichts sehen zu können, ist noch nicht mal das Schlimmste. Du bist noch nie zuvor hier gewesen, also kannst du dich noch nicht mal auf die Augen des Gestern stützen. Also Kabelbinder. Oh, der hat ja schon Schuhe an. Noch wenigstens deine Füße nicht gefesselt. Okay, gehen wir hier. Ist hier Hosentasche, was hat er da? Während dir nicht die Hände gebunden, könntest du in deinen Taschen nach etwas suchen, um dich aus dieser misslichen Lage wieder zu befreien. Doch Amanda und Co. haben dir vermutlich die Taschen geleert. Die Plastikklammer schneidet dir an die Haut, doch nicht so sehr, dass sie dir die Zirkulation abschneidet. Amanda oder wer auch immer dich so verschnürt hat, wusste, was sie da tut. My good Vulcan. No. You can't be. Endlich nach Jahrhunderten voller Albträume stehst du dem... Ja, super. Hines died at St. Fergus 500 years ago. The Inquisition killed him and burned down the church with his body in it. I'm afraid you're mistaken. A coin was enough to transmute two people. You are immortal. After making you drink and stabbing you, Ursus gave me the other half of the potion. Just seconds before the Inquisition barged in. When they set the church on fire, I thought I'd suffocate in my hiding place. I quickly poured mercury in the potion and drank it, but didn't die. I didn't dare leave the church until 2 nights later. I looked for you among the burnt bodies, but how was I going to recognize you? How could I be sure that the potion had worked? It worked. I'm still alive. And so are you. But you know the best part? You once saved my life. When you took it away years later, you gave me the chance to get it back. And that's what I've done. We're even. I'm happy to hear that. Because I need your compassion. I beg you, grant this sinner's soul some peace. I want you to kill me. I want to die, once and for all. For good, and only you can help me, my son. Ursus! I told you nothing would happen. Please, follow me outside. Take the wine set. And blow out the candles. Our host will arrive at dusk. In the meantime, will you think about my request? Please. Die Stunden verstreichen. Ja, du bist mit deinen eigenen Gedanken und zu viel zu tun, ja. Huh? Where's the other guy? Poor Ronald. Goodbye, my dear gardener. You had wonderful green fingers. He cried blood when he started reading it, just like you said he would. Hi, honey. Mr. Yesterday! Amanda, go find the madman. He has to be here somewhere. Lenny, you bring up Gines's alchemy table. And get this shit out of here. Well, well, well. Why the long face?
If you did anything to Pauline... As a matter of fact, I did. I made her rich. Or did you think I had stolen the Neo? Don't worry about your mortal little girlfriend. As long as she stays out of this, she has nothing to fear. So I suppose you're hunting down immortals all over the world? Now that you mention it, I feel honored. 100% of the world's immortal population is in my house this very instant. But don't get me wrong. Your old friend is here of his own accord. Isn't that right, Father Gines? That's right, little Vic. Little Vic? Don't act surprised, Mr. Yesterday. I've known Father Gines for a long time, ever since I found him in that nursing home. Oh, I can't stand children crying. Get out of here. You're rude, sir. When a child cries, someone should console them. Satan, take me now. You won't leave until I ask you what happened, will you? I ran away from home because I haven't seen my granddad in 6 months. Ah, well. I didn't even get to meet mine. He's been dead for 600 years. They told me my granddad's here, but I can't find him. I entered the first nursing home I found. I guess it never occurred to me that there could be more than one, nor that my grandfather was in the most expensive one in London. My granddad is sick. There's a little man in his head that steals his words. Oh, that's a shame. You can't live without words. A lady at the door told me to wait here. We'll wait. And let's hope we don't have to wait too long. Sir? My name is Victoria Baxter, but my friends call me Vic. I haven't had a name for a long time. Or friends, for that matter. But you can call me Gines. There's something I don't understand. If your granddad died that long ago, you must be really, really old. I mean, my nan was 87, and everyone said she died of old age. Oh. And who says I haven't died? I don't think I understand. Listen here, little girl. If I tell you the truth, will you do me a favor? Of course, Mr. Gines. I was your grandmother's age the first time I died. But years before, I had taken a very special potion. They told me it gave you the power to come back to life at the same exact age as when you died for the first time. But what if that wasn't true? The only way to find out was to kill myself, but I couldn't do that. And didn't you have any friends who could help you? I had 2 good friends, Ursus and Vulcan. They were like my children. Ursus died in a fire. As for Vulcan, I lost his track. I spent decades searching for him, because only he could confirm if the powers of the potion were real. You could have looked up that potion in an encyclopedia. Oh. There weren't any encyclopedias back then. Although, there was a book that mentioned the potion, but I never found it again. Doctors know about these things. Did you ever ask them? I couldn't ask anyone. I'd done bad things. I was a fugitive. I searched for decades in vain until I died of old age, as old as I am now. Every few weeks I die and I come back to life. And I can't walk. I can't even wipe my own shit. You're not allowed to say shit. They just opened up my throat so I could talk.
Bleh! I haven't been able to say a single word for 60 years. I'll say shit all I want. And you should do the same. Shit. See? It's easy. Shit. Nice. Don't let anyone ever take away your right to say what you want. Words should never be hidden. Shit, shit, shit. I like you, Vic. But I think you should calm down. You know a lot about death. Will my granddad live? I don't know, Vic. I do know that if he dies, he won't come back like me. But if I could change places with him, I'd do so gladly. You're a good man, Mr. Gines. Now it's my turn. You owe me a favor. Yes, whatever you want. Could you place your hand on mine? What's going to happen to you? No one should die alone. Stay with me for a little while. And don't stop talking. Just pretend that I'm asleep. Don't let them see that I'm... He died right there in front of me. And I stood there for nearly half an hour, holding his hand and begging him to come back. And he did. It was true! Hello. You're so lucky. I'm not so sure. I'll die again in a few weeks. But I might not be as lucky as I was today. It might take me a lot longer to come back. They'll certify my death. They'll bury me. I'll die and come back. Die and come back. Die and come back inside my grave until there's no room left in the cemetery. Then they'll empty the graves, burn the remains. And I'll die and come back again, and I'll drag myself until someone finds me and takes me to a public nursing home. But I won't find you there. You'll have died of old age. Luckily, that didn't happen. It took me 40 years. But I found you at last. And together we found your beloved Vulcan, the treaty, and also, surprise, we even found a judgment coin. The time has come. I beg you, for the mercy I do not deserve, please read the treaty in search of the potion that reverts immortality. Please, kill me. You don't deserve the compassion you seek. You've destroyed too many lives. It's far more than you ever showed for Fergus, or Alonzo, or me, and so many others. And yet you had compassion for yourself. You weren't capable of ending your own life. That's how you wanted it, and that's how it shall be. Vulcan, please. Listen, don't waste any more of my time. None of that shit is going to happen. We're going to mix up a new transmutation potion. But I'm the one who's going to do the drinking. You only need 1 coin to make enough potion for 2. One for you, and one for me. No, I can't trust you. What if you trick me? Or if something goes wrong? I need to make sure it works before I drink it. But as you can imagine, I have to test it on someone who has never been transmuted. Let's see if Lenny finds the madman. You'll have an immortal friend. What else could you ask for? Miss Baxter, the madman is nowhere to be found. But I did find this. Pauline! Oh! Forget the madman. Here's an even better offer. Wouldn't you just love an immortal girlfriend? Sie ist doch auch am Sterben. Das kann ja eigentlich nicht passieren.
I'll come back, John. It takes Ines a while to come back. What about her? I'm alive! And you don't know how happy that makes me. Amanda, keep an eye on them. I promise that when we find another coin, you'll be... Shit. Einerseits ist Wiesel nicht aufgetaucht, um sich das Gemälde abzuholen, das sie bestellt hatte, und ganz gleich, wie sehr du dich auch bemühst, sie ausfindig zu machen, sie ist nirgends zu finden. Diese Szene hatte ich vorhin schon mal, dann wird man jetzt wahrscheinlich erfahren, wie sie da ins Haus gekommen ist. Andererseits hat Baxter soeben ein Stück für eine $500.000 Euro gekauft. Mehr als genug, um die Schulden deines Vaters zu begleichen. Und als wäre das noch nicht genug, wird sie auch noch ein Buch über Johns Vergangenheit veröffentlichen. Ist das nur Zufall oder hat Baxter etwas zu verbergen? Wenn letzteres der Fall sein sollte, wirst du es herausbekommen, ganz gleich wie gut sie es in den Tiefen des World Wide Web auch versteckt haben. So, du suchst es per E-Mail, Handy und sogar KU7. Doch Wiesel ist nirgends zu finden. Wir sind hier ja allesamt Hacker, also brauche ich nicht noch extra erklären, was KU7 ist, oder? Ja. Genau wie Baxter gesagt hat, ist die Karte, die sie John gegeben hat, nun aktiviert. Du vermutest, dass sie mit einem privaten Server verbunden sein muss, über den Baxter bestimmen kann, welche Kontaktinformationen angezeigt werden sollen. Wenn Baxter Daten auf diese Karte laden kann, dann kannst du sie auch herunterladen. Es dauert eine Weile, bis du auf den Server zugreifen kannst, doch schließlich schaffst du es. Baxters Privatleben ist nun ein offenes Buch für dich. Neben der Telefonnummer, die auf der Karte erschienen ist, findest du noch mehrere andere, die mit einem Netzwerk verbunden sind. Registriert auf den Namen Ernest W. Brooke. Nach etwas Recherche findest du heraus, dass er Baxters persönlicher Assistent ist. Diese Telefonnummer ist auf Baxters Namen registriert. Vor 2 Tagen, unmittelbar bevor John von seinem Gespräch mit Baxter zurückkam, wurde von diesem Anschluss aus ein anderer Anschluss im gleichen Netzwerk angerufen. 555-841-903. Registriert auf eine gewisse Amanda Royce. Vor 2 Tagen, unmittelbar bevor John von seinem Gespräch mit Baxter zurückkam, wurde Royce von einem anderen Anschluss im gleichen Netzwerk aus angerufen. Baxters Nummer. Diese Nummer ist auf Malcolm D. Wilkins registriert, CEO der Trabex Corporation. Offenbar spricht er fast täglich mit Baxter. Baxter verwendet die gleiche Suchmaschine wie die meisten anderen, weshalb es ziemlich einfach ist, auf ihre Suchchronik zuzugreifen. Mehrere Einträge wecken dein Interesse. Immer wenn du Recherchen zu jemandem anstellst, schaust du dir auch an, auf welche Art von Pornografie er steht. Das sagt eine Menge über die Leute aus. Seltsamerweise schaut sich Baxter online keine Pornos an.
Sie schien mir bereits so schon seltsam zu sein, doch das haut dich jetzt wirklich um. Offenbar war Baxters Vorliebe für japanische Kunst nicht bloß vorgeschoben. Sie verbringt mehrere Stunden pro Tag damit, Sammlerstücke im Internet aufzuspüren. Hier einige der Suchbegriffe, die Baxter am häufigsten verwendet. Unsterblichkeit, Transmutation, Orden des Fleisches, Renes de Orduna, Münze des Urteils, Miguel de Fuente Negra, St. Fergus von Inverloch. Interessant, was? Wie John bereits weiß, ist Tabak eine von Baxters Schwächen. Sie gibt ein Vermögen für Zigarren, Pfeifen und alle möglichen Rauchutensilien aus. Es überrascht dich nicht, dass Baxter sich für euren Antiquitätenladen interessiert hat, weil sie doch den Neo kaufen wollte. Was dich aber überrascht ist, dass sie euren Standort bereits vor über einem Monat bei Google Maps gesucht hat. In den vergangenen paar Tagen hat Baxter geradezu zwanghaft eine bestimmte Website besucht. Coleridge, das Auktionshaus in London. Scheint so, als würden dort übermorgen mehrere Chargen versteigert. Ein Gladiatorenhelm, Keule und Schild aus dem 1. Jahrhundert nach Christus, entdeckt in der Nähe von Turin. Selbstmörderische Autosodomie. Eines der letzten Werke des 2015 verstorbenen US-Malers Dennis Roll. Ein mustergültiges Exemplar der metapostmodernen abstrakten Bewegung. Eine Truhe aus dem Jahr 1830, die mit Münzen aus verschiedenen Epochen verziert ist. Du fühlst dich zu einer wunderschönen Münze hingezogen, die mit einem V verziert ist. Ein burmesischer Kyat aus dem Jahr 1852. Ist unten auch irgendwas? Nein. Allein wegen der wichtigsten Münze, einem halben Dollar, lohnt es sich schon, diese Charge zu bieten. Das letzte Mal, als ein 50-Cent-Stück versteigert wurde, 2003, ging es für 5.750.000 Dollar weg. Moment mal. Das kann nicht bloß ein Zufall sein. Genau die Münze, die John braucht, um ihn von der Amnesie zu befreien, welche die Unsterblichkeit mit sich gebracht hat. Ein Requisitenring, der bei den Dreharbeiten jener berühmten Fantasy-Trilogie in Neuseeland verwendet wurde, die ich nicht mal zu erwähnen brauche. Unter den Hunderten von E-Mails, die Baxter in den letzten Tagen verschickt und empfangen hat, konzentrierst du dich auf einige wenige. Eine E-Mail von passebarrières.fr informiert Baxter darüber, dass ihr neues Anwesen in Paris in weniger als einem Monat vollständig per Rollstuhl zugänglich sein wird. Eine kurze E-Mail, die Baxter vor 2 Tagen an Arthur Thompson, einen Flugzeugpiloten, geschickt hat. Sie bittet ihn darin, einen Privatjet vorzubereiten, um heute in nur wenigen Stunden nach London zu fliegen. Das ist ganz klar, Baxter strebt nach Unsterblichkeit. Sie benutzt euch beide und hat vor, nach London zu fliegen, um diese Münze des Urteils in ihre Finger zu bekommen. Also, was willst du machen?
recherchieren. Nach ihrem Auftritt in der TV-Sendung, in der Boris sie gesehen hat, schickte Baxter eine E-Mail an den Sendeleiter. Die Moderatorin stinkt, ich will, dass die gefeuert wird. St. Eustache, psychiatrische Klinik für ältere Menschen in Paris, möchte Baxter per E-Mail für ihre großzügige Spenden danken. Eine einfache Suche im Deep Web fördert interessante Ergebnisse zutage, zumindest interessanter als das, was John per Google über Baxter herausgefunden hat. Scheint so, als hätte Baxter einige der besten Elite-Schulen in England besucht. 7, um genau zu sein. Doch nicht mal der Reichtum ihrer Familie konnte verhindern, dass sie von den ersten 6 wegen ihrer schwierigen Persönlichkeit verwiesen wurde. Die sieht auch ganz schön fies aus, muss ich sagen. Trotz kostspieliger Behandlungen sind Baxters Großvater, Mutter und Vater alle an Alzheimer gestorben. Seitdem spendet Baxter nicht nur größere Summen an verschiedene Kliniken und Einrichtungen, sondern besucht auch persönlich fast jede Woche Patienten. Baxter gehören 51% der Anteile an einer Holding namens Trabex. Die Informationen sind nicht öffentlich, doch nachdem du den Namen mehrmals gelesen hast, bist du dir sicher, dass Baxter nicht versucht hat, ihn zu verbergen. Vor 3 Jahren vom MI5 aus vertraulichen Gründen gefeuert, die selbst du nicht herausbekommen kannst. Und vor 8 Monaten von Baxter als Sicherheitschefin engagiert. Klar. Vor etwa einem Jahr bekam Baxter die Vormundschaft über einen 90-Jährigen im Rollstuhl zugesprochen. Dieser Mr. Beil war gerade erst in ein Seniorenheim bei Brighton aufgenommen worden. Du hast seit eurem letzten Streit nicht mehr mit John gesprochen. Wenn das stimmt, was du soeben über Baxter herausgefunden hast, könnte er in Gefahr schweben. Du rufst sein Handy an, doch er geht nicht ran. Wahrscheinlich hat er es mal wieder verloren. Als du über Wiesels Mikrokameras nachdenkst, kommt dir eine Idee. Der Neo ist so voller kleiner Winkel und Ecken, dass du dort sogar mehrere Mikrokameras verstecken könntest. Das wird ein erster analoger Trojaner. Du beschließt dir, diese Münze zu holen, doch wie willst du das anstellen? Du hast 500.000 Euro in der Tasche. Genug, um nach London zu reisen und sich diese Truhe zu holen. Wenn er nicht Baxter wäre, die sie auch haben will und deutlich mehr Geld als du zur Verfügung hat. Außerdem solltest du dich jetzt besser noch nicht festlegen. Was wäre, wenn du dich bei Coleridge reinschleichst, die Truhe suchst und dir die Münze holst? Dank deines Fachwissens im Bereich Sicherheitssysteme sollte das machbar sein. Das Problem ist die Auktion. Alle würden sofort sehen, dass eine Münze fehlt. Baxter würde spitz kriegen, dass etwas faul ist. Was wäre, wenn du die Münze durch eine Kopie ersetzen würdest? Du hast die Datei eines 3D-Modells der Münze, aber leider fehlt dir sowohl das handwerkliche Können als auch das Werkzeug, um Metall auszudrucken. Du kennst nur eine Person, die so etwas schaffen könnte. Sie hatte vorbeikommen wollen, um das Gemälde abzuholen, das sie bestellt hatte, doch sie hat sich nicht blicken lassen. Und du kannst sie nicht erreichen. Es gibt nur noch eines, was du tun kannst. Zu ihr nach Hause nach Amsterdam fahren. Okay, Pauline, du hast einen Plan.
Diese liquide Gefahr. Fördert sie heraus. So sehr, dass sie, wenn es endlich soweit ist, die Lampe anmacht, um die Kante. Näherst dich ungesehen im schwimmenden Haus, um es nochmal zu tun. So, ich habe auch einen Plan, und zwar das Ganze hier vorerst wieder einmal beenden werde. Ja. Ich werde morgen weiterspielen. Ich will das jetzt noch nicht komplett. Gut, wahrscheinlich werde ich es jetzt nicht direkt durchspielen. Aber, ich will auch morgen noch was davon haben. Also morgen Abend geht's weiter. Oder morgen Nachmittag. Bin mir da noch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall morgen. Also ab 15, 16 Uhr. Vielleicht erst später, dann wahrscheinlich 19 Uhr. Wir werden sehen. Gut, bis dann wünsche ich noch eine gute Nacht. Und vielleicht, hoffentlich bis morgen. Tschüss.